7 Erntefehler im August. Eine Tomate kann im August an 2 Gegensätzen scheitern. Du pflückst sie zu früh oder genau den entscheidenden Tag zu spät. Doch der Erntezeitpunkt ist nur der Anfang. Auch die Tageszeit, die Lagerung und das, was du nach dem Pflücken mit der Pflanze machst, entscheiden darüber, ob Geschmack und Ertrag erhalten bleiben. Fehler Nummer 3 wirkt sogar vernünftig und genau deshalb passiert er so oft. Ich zeige dir 7 typische Erntefehler, das Warnzeichen bei jedem und am Ende Omas 3-Fragen-Check, der nur wenige Minuten dauert. Viele lassen Zucchini, Gurken oder Bohnen hängen, weil sie denken, solange die Frucht gesund aussieht, wird sie mit jedem weiteren Tag nur besser. Im August reichen aber manchmal schon wenige Tage, damit aus einer zarten Zucchini eine große, wässrige Keule wird. Gurken können grob und bitter werden, Bohnen faserig und hart. Das kostet nicht nur Geschmack. Wenn viele Früchte vollständig ausreifen, steckt die Pflanze mehr Kraft in die Samenbildung. Neue Blüten und junge Früchte können dann langsamer nachkommen. Bei Zucchini, Gurken und Bohnen lohnt sich deshalb ein kurzer Kontrollgang alle 1 bis 2 Tage. Ernte lieber jung und zart, statt auf Rekordgröße zu warten. Schneide Zucchini und Gurken sauber ab, statt sie abzureißen. So verletzt du die Pflanze nicht. Und sie kann weitertragen. Zu lange warten ist nur die eine Seite. Aus Angst vor Schnecken, Vögeln oder einem Wetterumschwung machen viele genau das Gegenteil. Du wartest seit Wochen auf die erste Tomate. Dann zeigt sie einen leichten Farbumschlag und du pflückst sie sofort. Tomaten können zwar im Haus nachreifen, für den besten Geschmack lohnt es sich aber, gesunde Früchte möglichst lange an der Pflanze ausreifen zu lassen. Achte auf eine gleichmäßige, sortentypische Farbe und darauf, dass die Frucht bei sanftem Druck leicht nachgibt. Die entscheidende Frage lautet also nicht, kann ich sie schon pflücken, sondern welches Reifezeichen zeigt mir diese Pflanze wirklich? Und genau da entsteht der nächste Fehler. Größe allein sagt wenig. Auch der Kalender entscheidet nicht zuverlässig, ob eine Frucht erntereif ist. Tomate, Kürbis, Melone und Aubergine zeigen ihre Reife auf unterschiedliche Weise. Ein Winterkürbis braucht eine harte Schale und einen trockener werdenden Stiel. Viele Melonen gewinnen nach der Ernte kaum noch an Süße. Hier musst du deshalb besonders auf die Reifezeichen der jeweiligen Sorte achten. Bei Auberginen gilt wieder etwas anderes. Ernte sie, solange die Schale glatt und glänzend ist. Wird sie stumpf und die Frucht sehr weich, hast du eher zu lange gewartet. Schau deshalb immer auf 4 Dinge: Farbe, Oberfläche, Festigkeit und Stiel. Nicht jedes Merkmal passt zu jeder Kultur, aber zusammen helfen sie dir viel besser als Größe oder Datum. Damit ist das Dilemma zu früh oder zu spät gelöst. Trotzdem kann selbst eine perfekt reife Ernte noch innerhalb weniger Stunden an Qualität verlieren. Natürlich darfst du eine reife Tomate auch am Nachmittag pflücken. Bei Salat, Mangold, Kräutern und anderem Blattgemüse macht die Tageszeit aber einen deutlichen Unterschied. In der Mittagshitze verlieren die Pflanzen Wasser, die Blätter werden weicher und die Ernte welkt schneller. Der frühe Morgen ist meist günstiger. Die Pflanzen sind noch kühl und gut mit Wasser versorgt. Warte nur, bis starker Tau abgetrocknet ist, damit du nasse Blätter nicht unnötig zusammendrückst oder einlagerst. Wenn morgens keine Zeit ist, eignet sich auch der frühe Abend. Der einfache Merksatz lautet, je zarter das Erntegut, desto wichtiger ist ein kühler Erntezeitpunkt. Jetzt ist das Gemüse im richtigen Moment und zur passenden Tageszeit geerntet. Doch der nächste Fehler passiert nicht im Beet, sondern in deiner Küche. Kälte ist nicht für jedes Gemüse die beste Lösung. Reife Tomaten verlieren bei sehr niedrigen Temperaturen an Aroma, Farbe und Festigkeit. Sie liegen besser luftig und schattig bei einer kühlen Raumtemperatur und sollten bald gegessen werden. Auch Gurken mögen es kühl, aber nicht eiskalt. Im normalen Kühlschrank lagerst du sie deshalb möglichst nur kurz und nicht an der kältesten Stelle. Basilikum hält sich oft besser mit den Stielen in einem Glas Wasser als eingesperrt in einer kalten Plastiktüte. Blattsalate und viele Blattgemüse gehören dagegen tatsächlich in den Kühlschrank. Wickele sie locker in ein feuchtes Tuch oder lege sie in einen geeigneten Behälter, damit sie nicht austrocknen. Der Fehler ist also nicht der Kühlschrank selbst. Der Fehler ist, jedes Gemüse gleich zu behandeln. Ein voller Korb fühlt sich wie der Abschluss an. Im Beet bleiben aber oft welke Blätter, beschädigte Früchte und offene Bodenstellen zurück. Kranke oder faulende Pflanzenteile solltest du entfernen. Sie können Feuchtigkeit festhalten und Probleme weitertragen. Lockere, kahle Stellen nur oberflächlich und decke sie mit einer dünnen Mulchschicht ab. Nackte Erde trocknet in der Augustsonne schnell aus und verschlemmt beim nächsten kräftigen Regen. Vor allem lohnt sich ein zweiter Blick auf Pflanzen, die weitertragen können. Regelmäßig geerntete Stangenbohnen bilden oft noch neue Blüten.
Brokkoli kann nach dem Hauptkopf kleinere Seitentriebe entwickeln. Gurken und Zucchini brauchen nach der Ernte weiter Wasser und Aufmerksamkeit. Die erste Ernte ist bei vielen Pflanzen also kein Schlussstrich. Sie ist ein Signal. Jetzt entscheidet die Pflege, ob noch etwas nachkommt. Und bei Kräutern kann ein einziger falscher Schnitt sogar dafür sorgen, dass aus der ersten Ernte die letzte wird. Beim Basilikum werden oft einzelne große Blätter abgezupft, bis fast nur noch Stängel stehen. Besser ist es, ganze Triebspitzen knapp über einem Blattpaar zu schneiden. Dadurch kann sich die Pflanze verzweigen und neue Blätter bilden. Lass immer ausreichend gesunde Blattmasse stehen und entferne Blütenansätze, wenn du länger Blätter ernten möchtest. Auch bei mehrjährigen Kräutern wie Thymian, Salbei und Oregano solltest du im späten Sommer nicht plötzlich alles stark zurückschneiden. Ernte lieber einzelne Triebe und vermeide einen radikalen Schnitt, von dem sich die Pflanze vor kühleren Nächten kaum noch erholen kann. Der Garten-Lea-Merksatz dazu lautet: Ernte so, dass die Pflanze danach noch wie eine Pflanze aussieht, nicht wie ein leerer Stiel. Die 7 Fehler helfen dir bei der aktuellen Ernte. Ein kleiner Zusatz sorgt dafür, dass du im nächsten Jahr nicht wieder bei Null anfängst. Im August siehst du besonders deutlich, welche Sorte zuverlässig trägt, welche ständig krank wird und welche Pflanze mit Hitze oder Trockenheit gut zurechtkommt. Im Januar sind diese Details meist vergessen. Du brauchst kein perfektes Gartentagebuch. 4 kurze Notizen reichen. Sorte, Ertrag, auffälliges Problem und Entscheidung fürs nächste Jahr. Zum Beispiel Buschbohne sehr zuverlässig, wieder säen. Oder Tomate an diesem Platz ständig krank, Standort ändern. Nach 2 oder 3 Jahren entsteht daraus etwas, das kein allgemeines Gartenbuch ersetzen kann. Eine Anleitung für deinen eigenen Boden, dein eigenes Wetter und deine eigenen Gewohnheiten. Und damit kommen wir zum einfachen Erntetrick für deinen täglichen Rundgang. Geh nie mit leeren Händen an einem erntereifen Beet vorbei. Nimm einen kleinen Korb mit und stelle dir 3 Fragen. Was ist heute wirklich reif? Was muss sofort verarbeitet oder passend gelagert werden? Und was braucht die Pflanze nach dem Pflücken? Diese 3 Fragen dauern nur wenige Minuten. Sie verhindern aber, dass Zucchini zu groß, Bohnen faserig, Salat welk oder reife Früchte vergessen werden. Die wichtigste Antwort auf zu früh oder zu spät lautet deshalb: Entscheide nicht nur nach Größe, Datum oder Ungeduld. Achte auf die sortentypische Farbe, die Oberfläche, die Festigkeit und den Stiel und behandle jede Ernte danach so, wie sie es wirklich braucht. Wenn du nur eine Reihenfolge mitnimmst, dann diese. Morgens prüfen, reife Früchte sauber ernten, jedes Gemüse passend lagern, das Beet kurz versorgen und eine Notiz fürs nächste Jahr machen. Schreib mir in die Kommentare. Bei welchem Gemüse verpasst du den richtigen Moment am häufigsten? Bei Tomaten, Gurken oder Zucchini? Und wenn nach der Ernte freie Stellen im Beet entstehen, zeigt dir das nächste Garten-Lea-Video, welche 15 Gemüse du im August noch säen kannst.